Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert, deinem Kanal für die Elektromobilität aus dem Herzen der Alpen. Mein Name ist Matthias, das hier ist Teil 3 und somit auch der letzte Teil unseres Tessin Roadtrips. Die anderen beiden Teile verlinke ich dir hier oben und auch unten in der Beschreibung. Auf geht's! Wie gestern schon erwähnt, gehörte der Tag meiner Frau. Darum kurze Zusammenfassung von gestern. Ein paar Bilder habt ihr ja gesehen. Der Ladedruck, wenn man das so nennen möchte, am Swiss Miniature ist enorm hoch. Denn von den vielen Säulen hat es dann für Nicht-Tesla-Fahrer, da Tesla, soweit ich weiß, in der Schweiz nicht geöffnet ist für alle, nur noch 4 Anschlüsse. Die 222 kW Anschlüsse waren von Plug-in-Hybriden belegt. Und ja, der einzige Schnelllader für Nicht-Tesla-Fahrer war zu 50% von einem Tesla Model 3 belegt, obwohl an den 12 oder 15 Tesla-Schnellladern nur einer belegt war. Das ist ein bisschen ärgerlich, da verstehe ich dann auch nicht, warum der Tesla-Fahrer nicht an seinen Supercharger geht. Wahrscheinlich wegen der Tarife. Spannend auch dabei, dieser Tesla, dieses Model 3, das hatte den Typ 2 Charger dran, nicht den CCS. Aber sei es drum. Auf der anderen Seite stand ein BMW iX und so kamen wir mit 15% da an und konnten nicht laden. Das ist natürlich an solchen Hotspots durchaus mal was, das passieren kann und ein bisschen ärgerlich. Vor allem, weil dann in der App doch, oder in allen Apps, ich habe Elva gecheckt, den Powerpass gecheckt, meine Swiss Charge gecheckt, waren beide Ladepunkte als frei angezeigt. Das heißt eigentlich nur eins. Tesla und iX waren vollgeladen und standen noch da. Jetzt braucht man für Swiss Miniature ungefähr eine Stunde auf eine Stunde anderthalb. Und das ist natürlich dann ein bisschen ärgerlich, wenn die Leute in Swiss Miniature gehen und da dann einfach stehen bleiben und den Ladespot an dieser Durchgangsstraße blockieren. Nichtsdestotrotz, Glück im Unglück, kurz bevor wir reingehen konnten ins Swiss Miniature, ist der iX weggefahren und ihr glaubt es nicht, beim Umparkieren bin ich um 2 Sekunden zu spät gewesen, hatte ich einen Audi e-tron vor mir, die mir den freien Platz weggeschnappt hat. Ich habe dann mit dem Fahrer gesprochen, gesagt, dass ich relativ leer bin, ob er mich nicht freundlicherweise laden lässt und danke, lieber blauer St. Galler e-tron-Fahrer oder mit SG-Schild, dass du mich hast laden lassen. Du hast uns und vor allem meiner Frau zum Geburtstag den Tag wirklich gerettet. Nochmal vielen, vielen Dank unbekannterweise an dieser Stelle. Heute gehen wir wieder wandern und je nachdem lade ich dann auch gar nicht mehr auf, um nach Hause zu fahren. Weil in Summe hat es ja dann alles wieder einwandfrei funktioniert und jetzt steht er da unten und hat ordentlich Akku. Und falls es doch leerer wird, weil wir etwas länger fahren, na, dann hole ich mir halt hier bei unserem B&B Strom vom Dach. In diesem Sinne, wir sehen uns gleich an einem Stausee wieder. Was ihr hier hinter mir seht, in dieser wunderbaren Perspektive, ist die längste künstliche Kletterroute der Welt. 165 Meter ist sie lang. 1999 errichtet, wirklich nur für absolut erfahrene Kletterer. Oben durch die Staumauer kommt es dann auch zum Überhang. Apropos Staumauer, Staumauer selbst ist 225 Meter. Da weiß man mal, wie weit die noch da unten in den Grund reingeht, wenn die Kletterroute 165 Meter hat. Gebaut 1963, Stromerzeugung. Die Stromerzeugung erfolgt zunächst unten in Olivone, das ist die erste Stufe, wo wir auch durchgefahren sind hier hoch. Und dann wird das Wasser nochmal in Malvaglia aufgestaut und in Biasca erneut zur Stromerzeugung verwendet. Besser geht es ja kaum. Absolut regenerativer Strom, auch wenn wir gerade im Tessin recht Wasserknappheit haben. Wir gehen jetzt nach oben, wir nehmen natürlich nicht die Kletterroute und schauen uns mal an, wie viel Wasser noch in dem See ist. Aber so eine Staumauer mal von unten, wirklich am Staumauerfuß sich anzugucken und hochzublicken, das sind schon sehr beeindruckende Perspektiven. ...88 Millionen Kubikmeter Wasser sollten da drin sein.
sind es aktuell nicht. Ihr seht selber, wie leer der Lago di Lussone ist. Ob das jetzt aus Revisionsgründen ist, weil sie Wartungsarbeiten durchführen oder der doch recht starken Trockenheit der letzten Wochen geschuldet ist, das weiß ich nicht. Aber es sieht schon sehr erschreckend aus, wenn man sich die Landschaft mal hier betrachtet. Ja, das ist einfach nur noch Schutt. Und da erkennt man natürlich ein Stück weit schon, wie heftig die Eingriffe von solchen Stauseen in die Natur sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich lokal begrenzt und gemessen an der Energie, die wir damit produzieren, aus meiner Sicht immer noch besser vertretbar als Kohle, Öl und Kernkraft. Denn schaut euch mal einen Braunkohletagebau an. Dagegen ist das hier nur eine sehr kleine Fläche. Auf der anderen Seite ist es aber auch beeindruckend mal zu sehen, oder so eine Staumauer von hinten, wie sie gewölbt ist und sich dem Wasser entgegenstellt und wie viel Kraft dahinter liegt. Da erahnt man einfach auch, wie da die Elektrizität entsteht. Letzthin ist auch dieser Stausee hier ein Beitrag zu den erneuerbaren Energien. Und auch wenn das Potenzial für Stauseen schon recht gut ausgeschöpft ist, es gibt noch Potenzial und ich denke, wir sollten das nutzen. Natürlich sollten wir noch viel verstärkter auf Solarenergie, auf Wind setzen. Da haben wir noch riesengroße Potenziale alleine bei der Solarenergie und ich hoffe, dass wir da auch noch weiter ausbauen. Ein herrlicher weiterer Tag im Bleniotal neigt sich für uns dem Ende zu. Wir haben einen leeren Stausee gesehen, einen leeren Wasserspeicher und gefühlt wird dieses Video sehr viel Speicher beinhalten, denn wie ihr seht, ich lade hier immer noch Solarstrom, denn die Pension hat keinen Speicher, von daher stellt dieser Speicher diesen Speicher für diesen herrlichen Strom zur Verfügung, der jetzt allerdings eben nicht aus Wasserkraft gewonnen wurde, sondern immer noch über die Solarzellen. Wir haben bestimmt noch ungefähr eine Stunde Sonne. Bis dahin ist der hier wieder auf 90%. 90% deshalb, weil für uns geht es morgen schon wieder nach Hause und ich möchte in einem Stück durchfahren. 90% bräuchte ich gar nicht. Wir wissen ja von der Hinfahrt von 98 runter auf 40. Oh, sagen wir einfach mal, 60% hätten ihm gelangt. 56 hat er gerade noch. Ja, ich hätte auch auf 80 laden können. Aber hey, warum soll ich nicht die Gelegenheit nutzen, diesen wunderbaren Solarstrom in meine Batterie zu pumpen, wenn Sie sie schon nicht zwischenspeichern können und ansonsten einfach zurück ins Netz geben. Ihr seht, ich habe das Helix-Kabel zum Test angeschlossen, funktioniert einwandfrei. Der Skoda meckert nicht. Die Keber-Säule meckert nicht. Auf der anderen Seite hängt es jetzt hier an 2 Stellen auf dem Boden rum. Das ist immer noch besser, als das ganze Kabel im Dreck zu haben, auch wenn es halt hier nach wie vor trocken ist. Ja, bis jetzt ist das Kabel, sagen wir mal, okay. Schauen wir einfach mal, wie sich das über die Zeit verhält. Was ich nach wie vor auf jeden Fall schon mal praktisch finde, ist, dass es sich direkt zusammenlegt und ich es nicht noch irgendwie zusammenrollen muss. Orange ist allerdings überhaupt nicht meine Farbe und passt auch nicht zu diesem Auto. Liebe Firma Lapp, ihr solltet euch überlegen, rote Kabel zu machen. Ja, das fände ich gut mit schwarzen Steckern. Das wäre noch besser. Spaß beiseite. Das braucht es natürlich nicht. Funktioniert einwandfrei, Kiste zieht 11 kW. Ich glücklich, der Tag super. Wir sehen uns morgen auf der Rückfahrt. Bis morgen. Guten Morgen am Tag der Abreise. Kiste ist auf 90% Zeit abzustecken. Und dann können wir uns ja jetzt einfach vielleicht mal noch kurz zum Vergleich das Skoda-Ladekabel anschauen, damit man mal den Unterschied auch sieht. So, hier ist das Skoda-Kabel. Und wenn ich das jetzt benutzen würde, hier, hängen wir das da mal so drüber, dann sieht man, glaube ich, ganz schön auch den Unterschied. Das Skoda-Kabel wühlt im Dreck rum im Vergleich zum Helix-Kabel. Wahrscheinlich sind die sogar gleich lang, habe ich gar nicht gemessen. Können wir auch mal machen, aber nicht jetzt. Aber der Hauptunterschied ist das Zusammenlegen.
Natürlich hat das Škoda-Kabel auch so ein bisschen diese vorgeformte Schlaufe, einfach weil es immer so zusammengelegt ist. Aber ich muss sie einzeln bilden und auch die Länge abpassen. Nur das war jetzt nicht so elegant für die Tasche. Wenn ich die jetzt mal nehme, ja, das ist nicht so gut gewesen. Egal. Ist übrigens nicht gestellt, falls ihr das denkt. Das habt ihr hoffentlich gesehen, dass ich das nicht absichtlich gemacht habe. Gucken wir uns das Ding hier mal an. Wenn wir das abziehen. Ja. Das nenne ich praktisch. Das ist echt praktisch. Das gefällt mir. Und es hat direkt diese kompakte Form und passt auch direkt da rein. Ganz ehrlich, das könnte tatsächlich mein neues Lieblingskabel werden. Wunderschöne, entspannte 4 Tage im Tessin neigen sich damit dem Ende zu. 4 Tage Alltag Elektromobilität. 4 Tage ohne Ladeprobleme, selbst in abgelegenen kleineren Bergdörfern. Und trotz des vielen Fahrens bergauf und bergunter. Wir sind ja doch oft Passstraßen hoch und runter. Ist natürlich überhaupt kein Problem. Da spürt man mal wirklich, was Rekuperation bedeutet. Kann ich jedem nur empfehlen, mal wirklich in den Alpen auszuprobieren. Und das ist auch komplett unabhängig davon, ob ihr hier einen Enyaq der 1., 2. oder jetzt schon 3. Generation stehen habt. Ich bezeichne die jetzt einfach mal so: Modelljahr 20, Modelljahr 21, Modelljahr 22. Wobei, das ist ja angeblich schon ein Modelljahr 22, damit müsste ja dann der aus 22 schon ein Modelljahr 23 sein. Sei es drum. Den Spaß mit der Rekuperation habt ihr mit jedem Softwarestand gleich, mit jedem Softwarestand gleich viel Spaß. Der Unterschied wird sich aber beim Verbrauch zeigen, oder? Wir sehen ja in letzter Zeit immer wieder fleißig Škoda, vor allem ihren Pressesprecher, posten, wie wunderbar niedrig die Verbrauchszahlen beim Enyaq Coupé sind. Davon können wir nur träumen. Sowohl im Winter, wo es noch eklatanter ist, als auch im Sommer. Und darum auch hier wieder Škoda. Jetzt aber bringt das Software-Update, damit auch wir endlich von diesen guten Verbräuchen profitieren. Wenn wir schon nicht alle Features bekommen, dann bitte 2 Sachen reparieren. Die Ladeplanung und Navigation und die Verbrauchswerte durch das Thermomanagement im Akku. Und dann sind wir glücklich und lasst uns nicht bis Weihnachten warten, gell? Weil ich möchte davon auch schon im Sommer profitieren und bei einem der nächsten Roadtrips zeigen, so Leute, so schön kann das Leben mit 3.0, 3.1, 3.2 oder was auch immer Škoda uns bringen mag, sein. Eine Anmerkung noch zum Schluss. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass es auf meinem Kanal jetzt seit einiger Zeit schon deutlich weniger Werbung gibt. Es gibt keine sogenannten Midrolls mehr. Das ist die Werbung während des Videos. Es gibt keine Overlay-Anzeigen mehr. Das sind diese Banner im unteren Fünftel, wenn ihr das auf dem PC, also auf dem Desktop, schaut. Und es gibt auch keine Infokartenwerbung mehr da oben, wo dann irgendwelche Videos drin sind, aber nicht die, die ich verlinken wollte. Mich nervt Werbung und darum möchte ich das auch nicht auf meinem Kanal. Und ja, natürlich, manche von euch haben einen Adblocker und sehen das Ganze nicht. Andere haben eine YouTube Premium-Mitgliedschaft, sehen das Ganze nicht. Aber das Gros wird die Werbung immer gehabt haben. Und ich mag das nicht. Bei mir gibt es ganz klare Ansage: Werbung vor dem Video, Werbung nach dem Video und die Werbung in diesen vorgeschlagenen Videos, weil die kann ich gar nicht abschalten. Wenn ihr mich wirklich unterstützen wollt, dann habe ich euch da unten einen PayPal-Link reingepackt. Wenn ihr ein Video wirklich hilfreich gefunden habt und sagt, hey, das ist mir etwas wert, dann könnt ihr darüber eine kleine Spende hinterlassen. Aber das müsst ihr nicht, das ist komplett optional. Ich hatte aber den ein oder anderen Kontakt per E-Mail oder auch in den Kommentaren, die danach gefragt haben. Das ist mir 10-mal lieber, wie euch mit Werbung zu bombardieren. Und darum per sofort komplett eingeschränkt. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, ein Daumen nach oben ist auch immer eine super Unterstützung. Ein Abo ist die beste Wertschätzung, die du mir geben kannst, weil das freut mich am meisten und zeigt auch, dass wir zu einer Community hier werden. Und ein Kommentar ist natürlich auch immer gern gesehen. Schreib mir einfach, was du mir schon immer mitteilen wolltest, was du wissen möchtest, wie dir das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video und bis dahin bleib energiegeladen.
Ja, doch, okay. Cut. Schauen wir jedoch von der anderen Seite auf den Lago di Lusone, dann ist der leer, ziemlich leer. Cut. Achten. Hallo. Und ja, dann sage ich